Hi, ich bin Lucy und heute zeige ich dir meine Küche und erzähle dir, was ich alles besitze und warum das wohl die wenigsten als minimalistisch bezeichnen. Viele haben sicher einen oder vielleicht auch mehrere Bereiche, in denen sie keine Abstriche machen. Und ganz vorne mit dabei ist bei mir die Küche, denn ich koche und backe sehr gerne. Trotz dessen ich mehr habe, als ich zum Überleben brauche, finde ich den Minimalismus-Gedanken schön und möchte vor allem die Ästhetik, die der Minimalismus hervorbringen kann, hervorheben. Ich möchte unverfälscht zeigen, wie es in einem normalen Haushalt ebenso aussieht, auch wenn man am Ausmisten ist und sich mit dem Thema beschäftigt. Zuerst zeige ich dir meine Küche mal von außen. Auf der Fensterbank habe ich Basilikum stehen und züchte gerade andere Kräuter hoch. Ich bin gespannt, ob sie was werden. Das ist auch schon die größte Küchenfront, erweitert um eine Tiefkühltruhe und einen Trockner, der bei uns in der Küche steht. Auf der kleineren Küchenzeile hier ist unsere Spüle verbaut. Darauf steht unser Wasserkocher und ganz rechts verstauen wir zahlreiche Plastiktaschen, die wir für unseren Umzug vor ca. 6 Monaten statt Kartons benutzt haben. Die nutzen wir zum Einkaufen und regelmäßig, wenn es sich anbietet, verschenke ich eine, beispielsweise wenn ich etwas Größeres auf Kleinanzeigen verkaufe und es abgeholt wird. Daneben befindet sich unsere Spülmaschine und der vermutlich allseits bekannte Schrank mit leeren Mülltüten, Backpapier und Alufolie, sowie reichlich verstauten Putzmitteln und dem Müll. Bei uns steht dort der gelbe Sack, Altpapier und eine XXXL-Packung Spülmittel in der Ecke, die wir seit ca. 3 Jahren am Aufbrauchen sind, sowie ein paar Putzsachen. Neben der großen Front in der Ecke hängen unsere leeren Plastikflaschen und dort steht ein weiteres Regälchen mit Putzmitteln, das mal wieder super unordentlich geworden ist. Bevor ich nun zum Inneren der Schränke komme, wenn dir das Video gefällt, lass mich das gerne durch einen Daumen nach oben wissen und wenn dir solche Videos gefallen, dann lass mir auch ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Wenn du dir ein bestimmtes Video wünschst, freue ich mich auch sehr über einen Kommentar von dir. Vielen Dank. Jetzt geht's aber in die interessanteren Schränke. Hier ist unser ganzes Geschirr drin. Tassen, Teller, Gläser und alles, was wir täglich nutzen. Und natürlich auch ein paar Ausnahmen, die man nicht so oft nutzt und vielleicht auch ausmisten könnte. Hier unten befinden sich unsere ganzen Töpfe und Pfannen, sowie unsere Schüsseln und Siebe. Wir haben insgesamt 4 normale Töpfe und einen Schnellkochtopf. 3 Pfannen, davon eine aus Edelstahl und einen Wok. Deckel zu allen Töpfen, sowie ein weiterer, der auf den Wok und die Edelstahlpfanne passt. 2 verschiedene Siebe, eines sehr fein, das ich zum Reiswaschen oder Sieben benutze, sowie eines, in dem ich Gemüse wasche. Und auch die Schüsseln sind regelmäßig in Verwendung, für Teige oder zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Das ist die Besteckschublade. In dieser Schublade sind größere Messer und solche Sachen. Unsere Tupperware und Auflaufformen finden hier ihren Platz. Viele nutzen wir zum Einfrieren oder Lagern im Kühlschrank. Auch unsere beiden Backformen sind hier verstaut. Auf der Küchenzeile selbst sind rechts meine Holzbretter, ein Mörser und regelmäßig gebrauchte Kochlöffel. Das ist so ein bisschen das Herz der Küche, mit vielen verschiedenen Gewürzen. Ich koche sehr gerne und da hat sich viel angesammelt. Dennoch benutze ich alle und brauche die meisten regelmäßig auf. Ganz links in der großen Front ist unser Vorratsschrank. Ganz unten sind ein paar leckere Getränke, Reis und Bulgur. Darüber sind unsere Nudeln und Beilagen sowie Vorräte. Noch mehr Vorräte und darüber sind unsere ganzen Mehle, Backsachen, Speisestärke und sowas. Noch eins weiter oben stehen unsere Nüsse und vor allem Sachen fürs Frühstück. Und ganz oben stehen noch ein paar Sirups, Proteinpulver, Kakao und ganz hinten steht Instant-Kaffee. Wir trinken keinen Kaffee, aber in einem schönen Chili oder einer Spaghetti Bolognese ist das unsere Geheimzutat. In diesem Schrank neben dem Backofen
steht unsere Heißluftfritteuse und unser Grill, sowie unsere Tees. Und das ist der Ersatz für einen leider nicht vorhandenen Keller, den man unaufgeräumt zumüllen könnte. Da wir keine Abstellkammer oder ähnliches haben, ist das so ein bisschen zum Schrottplatz der Wohnung mutiert. Aber ich gebe mir Mühe, regelmäßig etwas Ordnung zu schaffen. Ganz oben sind noch Kartoffeln, Zwiebeln, Reisvorräte und Äpfel. Und nun geht es mit den nicht minimalistischen Dingen los. Die Tiefkühltruhe. Braucht man unbedingt eine? Wohl eher nicht. Ich kaufe aber gerne im Angebot ein, koche auch gerne mal mehr und friere dann entsprechend ein. Daher für mich alles in allem sehr nützlich und möchte ich auch nicht missen. Daneben steht unser Trockner. Da wir vorher 4 Jahre lang zu zweit in einer 31 Quadratmeter großen Wohnung gewohnt haben und unsere Wäsche in einem gemeinsamen Waschkeller trocknen mussten, haben wir diesen angeschafft. Ich hätte die Wäsche auch dort aufhängen können, aber das wollte ich nicht. Und in der Wohnung konnte ich die Sachen nicht trocknen, da wir keinen Platz hatten. Da wir nun auch keinen Keller haben, haben wir den Trockner mitgenommen und über den Winter auch viel genutzt. Jetzt, wo es wärmer wird, trockne ich unsere Wäsche aber auf einem Flügeltrockner. Über dem Kühlschrank finden weitere Geräte ihren Platz. Und im Kühlschrank herrscht wieder mal das Chaos. Hier steht unsere Induktionsplatte. Die ist mittlerweile auch schon 3 Jahre im Betrieb und das merkt man auch. Sie leistet aber weiterhin gute Dienste. Jetzt geht es aber zu den Kleingeräten. Hier wäre unser erst kürzlich angeschaffter Tischgrill. Wir haben hier zwar einen Garten, allerdings nicht für uns alleine und da wir sehr gerne auch mal für uns alleine grillen, bereuen wir den Kauf bisher nicht. Hier ist ein weiterer Tischgrill, ein solcher zum Zuklappen. Auch der leistet uns tolle Dienste. Das sind Geräte, von denen ich selber sage, dass wir sie nicht wirklich brauchen, da wir sie auch ersetzen können. Beispielsweise mit einer Pfanne oder auch dem Ofen. Oder ich würde nur eins von beidem behalten. Aber wir testen beide super gerne neue Sachen aus und daher benutzen wir alle unsere Geräte und freuen uns jedes Mal darüber, sie zu haben. So auch unsere heißgeliebte Heißluftfritteuse, die uns auch schon einige Jahre treu dient und ihren Platz auf diesem undefinierbaren, ausziehbaren Teil im Schrank neben dem Backofen gefunden hat. Das ist die Monsieur Cuisine Plus aus Lidl. Die haben wir damals super günstig für 99 € neu bekommen. Auch die wird regelmäßig genutzt, dient uns als Waage, zum Mixen, auch mal zum Kochen, ich koche Reis darin und manchmal wird auch Dampf gegart. Diese KitchenAid war ungeplant. Unsere Vormieterin hat uns diese günstig überlassen und da ich auch sehr gerne backe, freue ich mich über diesen ungeplanten Zuwachs. Mit dabei waren 2 Schüsseln, 2 Rührhaken und ein Fleischwolf. Den brauchen wir aber nicht und haben ihn weiterverkauft. Ob wir eine Mikrowelle brauchen oder nicht, haben wir lange überlegt und haben uns dann irgendwann in der alten Wohnung dafür entschieden. Da ich im Flur auf der Induktionsplatte gekocht habe und nicht mal einen Quadratmeter zum Spülen hatte, habe ich oft vorgekocht und darin haben wir das Essen dann ratzfatz wieder aufgewärmt. Das ginge zwar auch im Ofen, hat aber immer Ewigkeiten gedauert. Wir hatten einen kleinen tragbaren Backofen, welcher uns auch bis zum Ende sehr gut gedient hat. Die Mikrowelle ist auch für mein Kirschkernkissen super. Das trage ich immer in diesem Panna, den ich umhabe. Hier hätten wir das allseits bekannte einmal im Jahr genutzte Raclette. Unseres hat auch noch eine Fondue-Funktion. Das haben wir vor 3 oder 4 Jahren zu Silvester angeschafft und seitdem ist es zwar nicht regelmäßig in Benutzung, aber doch öfter als 2 oder 3 Mal im Jahr. Und wir nutzen es sehr gerne. Daher darf es auch bleiben. Hier haben wir einen Rührstab. Den haben wir günstig gefunden und nutzen ihn vor allem zum Pürieren von Suppen. Das ginge zwar auch mit der Monsieur Cuisine, allerdings ist diese volumenmäßig sehr begrenzt und ich koche meistens eine größere Portion, daher klappt das nicht wirklich. Und auch der überall bekannte und beliebte Sandwichmaker, den man phasenweise 2 Wochen lang jeden Tag und dann wieder ein paar Monate nicht benutzt, darf bleiben, weil wir super gerne Toasts essen. Falls du auch gerne Toasts isst und den Tipp noch nicht kanntest, mit einem Stück Backpapier bleibt das Gerät auch schön sauber. Das ist nicht unbedingt das Nachhaltigste, aber ich persönlich mache das. Ob und inwiefern ich mich aktuell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, kann ich gerne auch mal in einem Video zeigen. Falls dich das interessiert, lass es mich gerne wissen. Hier ist unser Handrührgerät.
Auch das kann ich einfach mit der KitchenAid oder der Monsieur Cuisine oder einem Handschneebesen ersetzen. Allerdings haben beide ihre Nachteile, welche vor allem in der Einfachheit und in der Endreinigung liegen. Und da ich dieses Gerät bei meinem Auszug vor ca. 5 Jahren sehr günstig gekauft habe, erwarte ich auch keine ewige Lebensdauer und nutze es daher, bis es den Geist aufgibt. Eine Zitronenpresse gehört wohl auch zu den mit am seltensten genutzten Geräten im Haushalt, würde ich mal behaupten. Bei uns wird die Zitronenpresse eigentlich nur für Orangensaft genutzt, allerdings relativ oft, daher darf sie bleiben. Hier hätten wir einen Toaster, der hat 2 große Schlitze für insgesamt 4 große Toastbrote. Dieses Gerät hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Das dürfte mittlerweile auch so um die 5 Jahre alt sein und ist mir in der Verpackung mal vorne kaputt gegangen, als ich es auf den Boden stellen wollte. Abgesehen von der unhandlichen Öffnung des Geräts funktioniert es aber nach wie vor einwandfrei und wird viel genutzt. Man kann damit Pizzen backen, Omelettes machen oder Pancakes und vieles mehr. Theoretisch könnte ich es sogar als Toaster nutzen, aber ein Toaster gehört für mich irgendwie zu jeder Küche. Genauso wie ein Wasserkocher. Auch den könnte man ja eigentlich durch das klassische Erwärmen im Topf ersetzen. Hier ist unser SodaStream. Das ist der billigste der Modelle und funktioniert noch manuell. Auch der ist leider schon etwas kaputt, funktioniert aber ansonsten noch und wird oft genutzt, da ich sehr gerne Sprudel trinke und wir haben auch immer mal so Phasen, in denen wir gerne Getränke aus Sirups trinken. Und zu guter Letzt haben wir hier unsere Spülmaschine. Und nach 4 Jahren ohne ist die mit das Highlight für mich. Ich hoffe, dass du dir etwas Motivation für deine eigene Küche mitnehmen konntest und es dich unterhalten hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut und bis bald. Tschüss!